Hi, herzlich willkommen. Heute ist Community Manager Appreciation Day. Das ist so eine Art Feiertag für Community Manager, bloß dass wir nicht frei haben. Ja. Sondern wir gehen trotzdem zur Arbeit, aber wir versüßen uns den Tag. Und da haben Lisa und ich uns gedacht, wir können eigentlich auch mal einfach ein Video machen darüber, was uns gerade so beschäftigt, was euch so beschäftigt. Und ja, das ist dieses kleine Video. Das haben wir zuletzt angekündigt. Wir haben jetzt eine Ankündigung gemacht, dass wir gut bei Deponia auf der PlayStation releasen, ne? Genau, und auf der Xbox auch. Auch auf der Xbox. Genau, und nicht vergessen. Genau, und noch andere Deponia-Titel. Ja, also Doomsday. Genau, Deponia ist ein sehr Deponia-reiches Jahr. Deponia Doomsday, was am 27. Februar kommt, also der 4. Teil der Reihe. Und dann haben wir auch noch mal eine Collection, die ebenfalls kommt. Und es kommt auch noch Deponia 1 für die Switch. Ach ja, genau. Genau, das wird auch noch mal ein größeres Ding, aber ja. Genau, Deponia 1 für die Switch, genau. Also wir haben zum Beispiel Trailer hochgeladen auf unserer YouTube-Seite und da kommen dann immer so Kommentare wie zum Beispiel: Oh mein Gott, Dedelic, ihr seid die Besten, eure Adventures sind einfach der Hammer. Ich habe alle Folgen bei Gronk geschaut. Aber vielleicht wollt ihr es ja euch auch nochmal kaufen. Ja, selber spielen ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache, auf jeden Fall. Oder was halt auch oft gefragt wird, ist, wann kommt eigentlich Deponia 5? Ja, ist meine Lieblingsfrage, muss ich sagen. Also, ja. Als Social Media Managerin ist es natürlich dann immer der schwierige Job zu sagen, nein, es kommt kein Deponia 5. Ich kann es natürlich verstehen, dass man da einen weiteren Teil haben will, aber das ist auf jeden Fall die Number One Question, die ungefähr fast täglich reinsprudelt. Das haben wir dann auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Support, auf Steam, auf Discord, persönlich auf Messen. Ja. Man kann eigentlich Deponia 5. Man entkommt der Frage einfach nicht, egal wo man ist. Ja, Social Media kriegen wir viele Fragen. Zum Beispiel wurden wir letztens gefragt, was ist eigentlich der Song aus dem Intruders Announcement Trailer. Intruders ist ja ein Titel, den wir jetzt verlegen für die PlayStation VR, für PlayStation 4 VR. Und da haben wir einen Announcement-Trailer gepostet und da kommt ein Song drin vor. Die Frage beantworte ich einfach ganz kurz. Der Song ist eine eigene Produktion, das ist extra angefertigt worden für das Spiel. Und der Titel nennt sich Winter, also Winter. Und den gibt es auf dem Tessera Studios YouTube-Kanal. Da kann man sich den dann anhören. Also der ganze Song ist auf dem YouTube-Kanal. Und in den Kommentaren zum Intruders-Trailer ich habe meinen Lieblingskommentar mitgebracht. Und zwar das Kommentar von Leon. Das wäre ein guter Song für Deponia 5. Natürlich, welcher Song nicht? Ja. Wann kommt eigentlich Deponia 5? Ja, ich weiß nicht. Müssen wir mal Carsten fragen. Ja, Poki, ne? Fragen, Deponia 5. Ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, die Kommentare sind natürlich auch sehr vielfältig. Natürlich. Manchmal werden wir auch gefragt, wann Edna 3 kommt. Ja, eben. Also, oder Night of the Rabbit 2. Night of the Rabbit 2, ja. Anna's Quest Sequel. Wo wir gerade von Edna 3 reden, ich hab ein Gedicht mitgebracht, weil Kommentare sehr vielfältig. Achtung, und zwar ist das ein Gedicht von Creepy Eye. Advent, Advent, ein Harvey brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Und wenn der 5. Harvey brennt, hat die Edna wieder verpennt. Leider ein bisschen zu spät für Weihnachten natürlich, aber, aber für Gedichte ist es ja nicht zu spät. Genau. Und Edna 3 haben wir jetzt zwar nicht, aber wir haben Edna Remake oder Edna, wie heißt es? Edna and Harvey, die Anniversary, 10th Anniversary Edition. Das ist quasi das Edna and Harvey The Breakout oder Edna bricht aus, aber eben remade. Wir haben zum Beispiel eine neue Grafik, also Remade-Grafiken. Da kann man aber auch umswitchen dann. Also für diejenigen, die nichts Neues wollen, die können auf der Konsole dann quasi auch in der alten Grafik spielen. Genau, also zum Beispiel, die alte Grafik war ja noch 4:3, also die nicht so breite Auflösung. Edna Remake gibt es dann auf 16:9, ein bisschen breiter. Aber wie schon richtig gesagt hast, man kann dann einfach in Optionen fliegend wechseln auf den alten. Für die Nostalgie. Für die Nostalgie auf den alten Grafikstil. Und wir haben es entsprechend auch auf einer
ja, ein bisschen Technik-Talk. Wir haben es auf einer neuen Engine gemacht. Das erlaubt uns, das Spiel auch für Konsolen rauszubringen. Zum Beispiel für ja, PlayStation, Xbox, Switch, sowas. Genau. Und dann natürlich das alte Nostalgie-Edna auf der Konsole zu spielen, hat natürlich nochmal was. Also kein Edna 3, aber Edna Remake, das ist es. Oft werden wir gebeten, Poki zu grüßen. Auch privat auf Messen, wo es dann heißt, grüßen wir mal Poki. Oder per Nachrichten auf YouTube, im Discord. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Schöne Grüße, Poki. Schöne Grüße, sollen wir dir ausrichten. Oh, danke, wie nett. I appreciate that. Naja, wie wär's mit was Süßem? Darf ich dir vielleicht einen leckeren Donut anbieten? Oh ja, voll gerne. Was sind das denn für Donuts? Ich habe keine Ahnung. Übrigens, vielen Dank an Sandra, Head of Communications bei uns. Die hat uns die nämlich heute zum Community Manager Appreciations Day mitgebracht. Vielen Dank. Mal ein und du kannst die Fragestunde machen. Also, wie spricht man Dedelic eigentlich aus? Sag das mal jetzt mit deinem Donut-Zeug im Mund. Richtig. Dedelic. Genau, richtig. Siehst du, sogar mit Donuts im Mund Genau. kann man das ordentlich sagen. Es gibt Leute, die sagen Dedelic, Ja. aber Amis sagen sehr oft, also Amerikaner sagen oft Dedelic. Oder ja, irgendwie so ganz, so ganz schnell. Ich kann das immer gar nicht nachmachen, aber eigentlich ist es Dedelic. Wie erklärt man kurz und knapp, was ein Community Manager eigentlich ist? Das Problem habe ich halt auch häufig, wenn ich mit meinen Eltern spreche. Da muss ich halt erklären, was mache ich eigentlich beruflich und ja, was ist ein Community Manager? Im Prinzip, wir sind quasi so das Verbindungsstück zwischen Dedelic als Spieleproduzent und Verleger und unseren Spielern. So das Zwischending. Und immer wenn die Spieler was vom Unternehmen möchten, dann geht das meistens über uns. Und Genau. immer wenn das Unternehmen was von den Spielern möchte, geht es auch über uns. Also ich vergleiche das hin und wieder mal mit einem Pressesprecher. Nur dass wir halt statt als Pressesprecher zur Presse zu sprechen, sprechen wir halt als Mit- Kundensprecher Ja, zu genau. unseren Spielern. Genau, also finde ich auch schon sehr gut zusammengefasst. Du bist da ja auch noch ein bisschen bewanderter quasi als ich, weil du machst das ja länger. Ich bin da ein bisschen reingerutscht. Also eigentlich bin ich so Social Media, Community Managerin und dann noch ein paar andere Sachen dazu. Aber das, was ein Community Manager macht, hast du sehr gut erklärt, finde ich. So, wann kommt eigentlich Deponia 5? Ja, wann kommt eigentlich Deponia 5? Hey, die Frage ist so krass, ich habe die noch nie gehört. Warum bist du Community Manager geworden? Was gefällt dir daran? Oha. Also für mich ist viel halt dass man so viel macht. Also ich bin mit unseren Spielern in Kontakt, ich hänge auf Steam rum, mal spiele ich was, dann fahre ich mal auf Messen. Wenn wir ein Video machen möchten, machen wir ein Video. Wir machen witzige Fotos, zum Beispiel das Intruders-Foto, Genau, was wir ja. jetzt gemacht haben. Ja, Es ist einfach so umfangreich, jeder Tag ist was anderes. genau. Also es ist immer ein sehr spontaner Job, weil man sich ja auch immer ein bisschen an die Spieler und an allem, was so passiert, anpassen muss und reagieren muss. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool. Also man hat hier so eine kreative Freiheit als Community Manager und das macht einfach Spaß. Sehr spontan alles, das stimmt. Wie sieht es eigentlich mit Deponia 5 aus? Nein, Spaß. Wann kommt ein neues Spiel von Poki? Ist das sehr ähnlich. Auch eine gute Frage. Ja, also dazu können wir leider nicht viel sagen, außer dass Poki fleißig ist. Sagen wir es mal so. Poki ist fleißig, das stimmt. Poki ist fleißig. Ne? Übernimm mal. Oh ja, Grußzeit. Wir wollen, also es ist ja Community Manager Appreciation Day und wir, Lisa und ich, sind ja nicht die Einzigen, die hinter den Kulissen hart arbeiten. Deswegen wollen wir mal ein paar Leute grüßen. Und zwar, Grüße gehen auf jeden Fall raus an unsere Steam-Moderatoren. Wir haben vor einigen Monaten Steam-Moderatoren quasi mit ins Boot geholt, die uns dabei helfen, unsere Steam-Foren zu moderieren. Und dann grüßen wir auf jeden Fall Galdring, Phoenix aka Deponix, Kamino Sobaki, Wurzel, dessen Namen ich übrigens erst nachfragen musste, wie man ihn ausspricht, weil sein Nickname keine Selbstlaute Ja. Ryonosuke Shiba. Das sind so komplizierte Namen. Wir haben uns die komplexesten Namen ausgedacht. Das habe ich übrigens trainiert.
Exenox und Jack, super, danke für eure Hilfe. Ihr seid auch Teil des Community Manager Appreciation Day, weil ihr macht auch Community Management Aufgaben. Und was wären wir bloß ohne euch? Da müssten Lisa und ich die ganzen Foren selber durch. Wir müssen die ganze Zeit in Steam-Foren surfen und schauen und dies, und dann würden wir gar nicht dazu kommen, solche Videos zu machen. Genau. Oder Donuts zu essen, Entschuldigung. Genau. Ansonsten auch liebe Grüße an unsere Droggelbechers im Discord. Das sind unsere Stammchatter, könnte man so sagen. Ja. Genau, ihr macht quasi unseren Discord zum Place to be. Ja. Wir freuen uns immer wieder, im Discord online zu kommen und dann über die absurdesten Themen mit euch zu sprechen. Macht schon Spaß. Also wenn ihr Teil davon sein wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall unserem Discord auch beitreten. Genau. Den Link blenden wir einfach mal hier ein. Wir sind jetzt wie die coolen Leute. Wir blenden Links ein hier unten. Da so. Das war im Prinzip schon unser kleines Community Manager Appreciation Day Video. Wir werden uns den Tag auf jeden Fall schmecken lassen. Hauptsächlich, ich schaue hier gerade immer noch auf die Donuts. Vor allem, da sind kleine Marshmallows drauf. Das ist schön. Ne? Das ist verrückt. Wir haben auf jeden Fall einen schönen Tag und wir hoffen, ihr auch. Tschüss und wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Tschüss. Sehr schön.